Pokémon Legenden Arceus mag vielleicht nicht das hübscheste Spiel sein und ein weiteres Jahr Entwicklungszeit hätte dem Spiel sicherlich ganz gut getan, aber das Spiel kommt bei Pokémon-Fans echt gut an. Momentan hat das Spiel auf Metacritic, was jetzt natürlich nicht unbedingt repräsentativ für alle Pokémon-Fans ist, aber einfach nur mal als Beispiel, einen Score von 7,9. Und das ist der beste Score seit langer Zeit. Seit Pokémon Schwarz und Weiß 2, um genau zu sein. Wobei ich fairerweise dazu sagen sollte, auch Pokémon X und Y und Pokémon Sonne und Mond waren so ziemlich im selben Bereich. Nicht alle lieben Pokémon Legenden Arceus, aber durchaus einige. Und das freut mich für die Fans wirklich sehr. Und wenn ihr euch mein letztes Video angeschaut haben solltet, was denke ich durchaus einige von euch waren, da es mein meistgeschautes Video seit, weiß ich nicht, einem halben Jahr oder so war, und auch ein großer YouTuber darauf reagiert hat, werdet ihr bemerkt haben, dass ich mir das Spiel nicht gekauft habe. Und nein, da mich einige gefragt haben, daran hat sich nichts geändert. Bevor ich dieses Video aufgenommen und hochgeladen habe, war das Spiel bereits in seiner Vollständigkeit geleakt. YouTuber und Streamer haben das Ganze bereits hochgeladen und ich konnte mir so ganz gut einen ersten Eindruck vom Spiel verschaffen. Ich habe mir die ersten paar Stunden des Spiels angeschaut und ich muss sagen, sie haben mich wirklich nicht so überzeugt. Zu langes Tutorial, eine Fetch-Quest nach der anderen, wirklich hübsch finde ich das Spiel auch nicht und die Welt wirkt insgesamt sehr leblos und wirklich viel zu erkunden gibt es auch nicht. Das ist zumindest der Eindruck, den ich nach den ersten paar Stunden des Spiels hatte. Wie gesagt, ich habe es mir nicht gekauft, ich habe es mir nur angeschaut. Es kann gut sein, dass es beim Spielen etwas anders ist. Ich glaube es zwar nicht, aber ich wollte es einfach mal erwähnen. Hier aber das Problem. Allein weil ich das gesagt habe, eine kritische Meinung gegenüber diesem Spiel, habe ich sehr viele Hasskommentare bekommen. Ich weiß, man kann jetzt auf YouTube nicht mehr so leicht sehen, wie viele Dislikes ein Video eigentlich hat. Mit einer Erweiterung oder so geht das natürlich immer noch. Aber einfach, um euch das mal zu zeigen. Das Video hat jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme 5789 Likes und 1480 Dislikes. Also mehr als 20% Dislikes. Und nur mal so als Vergleich, die 5 Videos, die davor kamen, hatten alle mindestens 97% Likes. Also 20% Dislikes ist schon eine ganze Menge. Mein meist gedisliktes Video seit 3 Jahren. Schon irgendwie ganz krass. Nur weil ich eine einigermaßen kritische Meinung gegenüber diesem Spiel habe. Aber das ist auch überhaupt gar nicht der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Weil ganz ehrlich, Dislikes, Likes ist mir vollkommen egal. Ich kann die Kritik an dem Video durchaus verstehen, finde es aber sehr schade, dass einige Leute diese Kritik, die sie an diesem Video haben, nicht einigermaßen zivilisiert in die Kommentare schreiben können. Ich verstehe einfach nicht, warum es immer mit so viel Hass verbunden ist. Wisst ihr, ich bekomme zum Beispiel Kommentare wie, ja also ich fand jetzt auch, dass die Trailer nicht so gut aussahen, habe es mir aber trotzdem gekauft und ich muss sagen, das Spiel hat mich echt überzeugt. Und das finde ich gut. Guter, konstruktiver Kommentar, stehe ich vollkommen hinter. Und andersrum funktioniert das natürlich genauso. Nee, die Trailer konnten mich jetzt nicht so überzeugen. Ich glaube, wenn ich mir das Spiel kaufen würde, dann würde ich das eher bereuen. Deswegen mache ich das lieber nicht. Auch das ist vollkommen cool. Kann ja jeder seine eigene Meinung dazu haben. Egal ob positiv oder negativ. Wo es dann so ein bisschen blöd wird, ist aber, wenn das Ganze etwas ausartet. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft ich in den Kommentaren massiv beleidigt worden bin. Viele Kommentare habe ich natürlich direkt geblockt, weil Beleidigungen für mich natürlich ein absolutes No-Go sind. Aber es ist echt traurig, sich das anzuschauen. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, es liegt wahrscheinlich daran, weil ich mich negativ gegenüber diesem Spiel geäußert habe. Schaue ich mal bei einigen YouTube-Kollegen vorbei, ob es da vielleicht etwas besser läuft. Also schaue ich bei Pokémon Tutorial TV vorbei, wo er in einem Video meinte, dass das Spiel gut wird und oh, es sind unter anderem dieselben Kommentare. Hass aus allen Seiten. Schaue ich mal bei Mu vorbei. Oh, auch da ist es Hass von allen Seiten. Schaue ich mal bei Sam vorbei, der ganz gute Analysen macht. Oh, auch da jede Menge Hass. Ich verstehe es einfach nicht. Kritik ist wirklich immer gut und auch wirklich sehr erwünscht. Aber warum das immer so ein Kindergarten sein muss, das geht mir echt nicht in den Kopf. Wisst ihr, nur weil sich jemand dazu entscheidet, das Spiel zu kaufen oder nicht zu kaufen, das schadet euch in keinster Weise. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich mir damals Pokémon Schwert gekauft habe und dann natürlich noch vor einigen Monaten Pokémon Strahlender Diamant. Und ich sag's ganz ehrlich, beide Spiele waren jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Und ich bin nicht der Einzige, der so denkt, denn wenn ihr euch mal die Metacritic-Seiten der Spiele anschaut, beide Spiele kommen nicht ganz so gut weg. Deswegen klar, man ist etwas vorsichtiger, wenn dann das nächste Spiel rauskommt. Und was mir dann damals viele Leute in die Kommentare geschrieben haben, ist, ja, wenn dir das Spiel nicht gefällt, dann kauf es dir halt nicht. Und jetzt habe ich es mir nicht gekauft und dann kommen wieder Hasskommentare. Egal, was man macht, es ist falsch. Was ich einfach nicht so wirklich verstehe ist, wenn Leute sich das Spiel kaufen, ist das doch vollkommen okay. Und wenn Leute sich das Spiel nicht kaufen, ist das doch ebenfalls okay. Aber
Aber was wirklich vollkommen unakzeptabel ist, das ist, diesen Menschen Morddrohungen zu schicken. Schauen wir uns zum Beispiel mal diesen Tweet hier von Roxtendo an. Falls ihr euch fragt, wo das Pokémon-Video hin ist, es ist gelöscht. Ich habe gestern plus heute Morgen die krankesten Nachrichten und Kommentare bekommen. Das hier ist eine von wenigen. Nur weil man Kritik an einem Game äußert, droht man nicht mit Mord. Werde dies legit zur Anzeige bringen. Und dann sehen wir auf dem Bild, wie jemand schreibt: Du kleines Opfer wirst dich nie wieder mit der Poké-Community anlegen. Arceus ist toll und dein Video ist scheiße. Habe anbei deine Adresse. Guck Foto. Die Pokémon-Community wird dir zeigen, wo es lang geht. Wenn wir alle umbringen und deine Tiere aufschlitzen. Du wirst leiden für diese Sünde. Und dann anscheinend ein Screenshot von dem Ort, wo Roxtendo lebt. Alter, wollt ihr mich komplett verarschen? Ich muss zugeben, ich kenne Roxtendo nicht. Ist jetzt natürlich nicht böse gemeint, man kann nicht alle YouTuber kennen, ist halt einfach so. Der kann ich jetzt nicht sagen, was in dem Video gesagt wurde. Aber das ist auch vollkommen egal. Man schickt Menschen keine Morddrohungen, weil sie ein Spiel nicht so geil finden. Vollkommen lost, Alter. Und ich würde eigentlich sagen, dass mich solche Dinge überraschen. Aber das tun sie wirklich nicht, weil mir ähnliche Sachen bereits hin und wieder mal in die Kommentare geschrieben wurden. Definitiv nicht zu diesem Ausmaß. Aber die ein oder andere Morddrohung oder Kommentare, die einigermaßen in diese Richtung gingen, kam es auch bei mir schon. Vollkommen krank und vollkommen lost. Hoffe übrigens wirklich, dass dagegen etwas getan wird, weil sowas geht echt gar nicht. Deswegen, Leute, es freut mich wirklich, wirklich sehr, dass Pokémon-Legenden Arceus sehr vielen Leuten Spaß macht. Hat sich natürlich durch die ganzen Leaks auch schon so ein bisschen angebahnt, wo sehr viele Leute sehr positiv waren. Aber mir persönlich sagt es wirklich nicht so zu. Und das ist doch auch okay, oder nicht? Man braucht sich echt nicht zu rechtfertigen, ob man ein Spiel kaufen möchte oder nicht. Und ich finde es wirklich schade, wie Menschen angegangen und beleidigt werden. Nur weil sie sich dafür entschieden haben, das Spiel zu kaufen oder aber nicht zu kaufen. Und es geht wirklich in beide Richtungen. Genauso dumm finde ich es übrigens auch, wenn ein Domtendo angegangen wird, weil er sich das Spiel gekauft hat oder wohl eher von Nintendo zugeschickt bekommen hat und sich dann dazu entscheidet, ein LP dazu zu machen, obwohl er bereits im Vorfeld etwas Kritik geäußert hat. Leute, Kritik ist etwas Gutes. Wir alle wollen doch, dass Pokémon besser wird oder generell, dass Spiele besser werden. Denn selbst von den größten Pokémon-Fanboys höre ich zwar, dass das Spiel gut ist, aber es in vielerlei Hinsicht noch wie eine Alpha-Version wirkt. Also an der einen oder anderen Stelle noch etwas unfertig. Was auch so ziemlich die Kernaussage meines Videos war. Nur mal so am Rande. Also ich glaube, wir alle können übereinstimmen, dass das ein oder andere Jahr extra Zeit dem Spiel wirklich gut getan hätte. Deswegen geht bitte auch keine YouTuber deswegen an. Es ist deren Job. Ja, richtig gehört, einige von uns leben davon. Und man kann sich nicht einfach entscheiden, ein Spiel zu skippen. Vor allem nicht, wenn es ein so großes Spiel ist wie Pokémon Legenden Arceus. Gerade deswegen fand ich es auch übrigens etwas seltsam, von einigen Leuten gelesen zu haben. Ja, natürlich sagt RGE, dass er das Spiel skippen wird. Negativität bekommt halt Views. Ist halt leichtes YouTube-Money. Aha. Okay, ich mache jetzt nur noch ein einziges Video zu Pokémon Legenden Arceus und dieses eine Video macht mir dann mehr Geld als die ganzen Videos, die ich hätte veröffentlichen können, wenn ich mir das Spiel gekauft hätte? Wo ist da der Sinn dahinter? Aus geschäftlicher Sicht war es eine absolut dumme Entscheidung von mir. Wie könnt ihr das nicht verstehen? Naja, das fand ich nur irgendwie etwas bizarr. Gut, mit diesem Video wollte ich eigentlich nur ein bisschen meine Frustration darstellen, weil ich es sehr schade finde, wie einige Menschen in dieser Community sich so verhalten. Weil ganz ehrlich, Leute, es ist nur ein Spiel. Ob es jetzt jemand gut oder schlecht findet, ist doch egal. Es ist Entertainment, mehr nicht. Und da finde ich es wirklich schade, dass in alle Richtungen so viele Beleidigungen geschickt werden. Und das Schlimmste natürlich dann noch die Morddrohungen. Armer Roxtendo, wirklich einfach nur krank. Naja, keine Ahnung, ob ich mit diesem Video irgendetwas bezwecken konnte, aber ich glaube, dass es zumindest mal ganz gut war, das anzusprechen. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr noch eine Meinung zu diesem Thema haben solltet, bitte wie immer gerne in die Kommentare damit. Vielleicht in einigermaßen zivilisierter Form. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.